Willkommen zur Kaiser Franz Josef Fahrt, die wir heute wieder haben. Bei halbschaurig schönem Wetter sind 70 Motorräder dabei bis 1929 und der Hannes Denzel hat das wieder ganz hervorragend organisiert. Wirklich super seltene Marken, nicht nur BMW dabei, Delta Gnome dabei, MT dabei, Sunbeam, Ariel, alles was Rang und Namen hat, fährt heute eine ganz kleine Ausfahrt für ein paar Kilometer und jetzt werden wir es uns noch ganz gemütlich im Kurpark machen. Hannes, hast du super gemacht. Vielen Dank von uns Teilnehmern. Freut uns sehr. Bis dahin darf ich noch Danke sagen. Fangen wir an bei der Frau Bürgermeister, beim KOK Hofwirten, bei der Polizei und beim Magister Ackerl vom Hotel Grau Elisabeth, was uns da hinten den Parkplatz zur Verfügung gestellt hat. Weil ohne das war das nicht möglich gewesen. Zum 12. Mal lädt der Veranstalter Hannes Denzel zur Franz-Josefs-Fahrt in das Zentrum des Salzkammerguts in die malerische ehemalige Kulturhauptstadt Bad Ischl ein. Die Franz-Josefs-Fahrt ist der Treffpunkt in Österreich für Liebhaber historischer Motorräder bis Baujahr 1929. Begleitet mich in diesem Videoclip bei einem Rundgang durch das rollende Museum Franz-Josefs-Fahrt 2025. Lasst uns der vielstimmigen Motorensymphonie lauschen und erlebt das besondere Lebensgefühl dieser klassischen Runde. Und wir bitten den Zeremonienmeister des Kaisers um den Startschuss zur Franz-Josefs-Fahrt 2025. Kurpark frühmorgens, bald rollen die ersten Maschinen ein. Welcome to Road Rarities. Habt ihr es hier vorne? Was hast du jetzt vor? Was hast du? Ich hab Bremsen drin. Seit 50 Jahren das erste Mal in der Öffentlichkeit. Seit den 75er Jahren bin ich das letzte Mal gefahren. Seit den 73er Jahren habe ich. Also das ist eine FN 500 Komfort, Baujahr 1928. Franz-Josefs-Fahrt in Bad Ischl, das ist immer ein Highlight des Jahres zum Abschluss, wo man sich, sage ich noch mal, trifft, bevor man in die Winterpause geht. BMW schiebt man, weil die springen selten an. Ich bin immer wieder gern da und kann das nur jedem empfehlen. Ja, die Franz-Josefs-Fahrt da in Bad Ischl ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt bei mir, mit meinem Motorrad hereinzukommen. Man trifft erstens einmal viele nette Leute, die den gleichen Virus bekommen haben. Man sieht unheimlich schöne Motorräder, seltene Motorräder. Und ich sag, ein Museum auf Rädern kann man nicht besser beschreiben, als wenn man da
einen Nachmittag einmal ist und sich das anschaut, wie die Fahrzeuge herumfahren. Und das ist immer wieder ein Grund, daher zu kommen. Nicht verschreien, ich jag uns. Nicht verschreien. Hallo. Ja, heute Franz-Josefs-Fahrt. Bin mit 3 Motorrädern da. Ein Riley 1924. Eines der ältesten Motorräder, die Theodor Bree. Oberflächenvergaser von 1902. Und das habe ich erst, das Motorrad, seit einer Woche daheim. Habe ich eine richtige Freude, die FN Sahara. FN Sahara deshalb, weil 3 französische Offiziere durch die Sahara gefahren sind, 1926. Und ich habe das einmal verkauft vor ca. 45 Jahren, jetzt ist es wieder zurückgekommen. Also, das ist wie ein Stück Jugend, die zurückgekommen ist. Also, ich habe richtige Freude. Ballonbereifung, Stecktank natürlich, ja. Und das sind die Freuden. Ist ein Buch 220, Baujahr 1928. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mich über die Schönheit dieser ganzen Maschinen immer irrsinnig freue und sie einfach bewundern kann. Das ist eine Multi aus England. Das ist Baujahr 1919 und die wurde seit 1914 gebaut. Die hat dann auf der Isle of Man haben die mit 3 Maschinen teilgenommen und haben Platz 1 bis 3 gemacht. Dann haben sie es verboten, haben es nicht mehr mitfahren dürfen. Weil die anderen Maschinen, die hatten 1 oder 2 Gänge. Und die hat quasi ein stufenloses Getriebe und durch die Rasterung des Hebels sind es quasi 18 Gänge, aber eigentlich stufenlos. Und vor allem die ganze Energie, die die Leute da reingesteckt haben, über viele, viele Jahre, um so ein Motorrad wieder flott zu machen. Das ist eine Excelsior 200 Kubik Tourenmodell. Das ist ein Jagdmotor, seitengesteuert eingebaut. Der leistet knappe 5 PS. Das ist nicht voll. Das ist ein komplett original erhaltenes Fahrzeug.
noch nie restauriert worden. Der Simon wird gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Ich will da jetzt nicht allzu weit vorgreifen, aber da ist nicht mal der Motor ist revidiert worden. Das ist komplett original. Ein traumhafter Klang. Ja, Thomas, ich will nur mal sagen, der typische Chef-Klang ist das, oder? Also mit diesem Schalldämpfer, also ich sag's nochmal, der Motor ist nie, der ist noch nicht mal aufgemacht worden, das ist komplett original. Also liebe Damen und Herren, ich glaube, es ist ein Applaus wert. Den Zeller Simon will ihn auf einem Motorsack-Coach Baujahr 1905. Also 120 Jahre Motorradgeschichte stehen da vor uns. Und zwar ist es auf 1905 Motorsack-Coach aus der Schweiz. Das Motorsack-Coach auf Deutsch heißt Motor in der Tasche. Ja. Die Motoren, was wir noch haben, oder? Ja. So, wir begrüßen den Mix Gerhard mit einer FN, wenn ich so richtig mitgekriegt habe. Das ist ein belgischer Hersteller, die, wenn man das Tankwapperl anschaut, sieht man Gewehre. Das ist tatsächlich ein Waffenhersteller gewesen, Fabrique Nationale du Armes de Guerre, ich kann kein Französisch, also die nationale Fabrik. Und jetzt kommen nur mal Thomas und Walter Neumeier. Und ich habe heute schon mal gesagt, das älteste Fahrzeug war die Motorsack-Coach, Baujahr 1905. 1902 Theodor Breh aus Wien in der Schellingstraße ist das gebaut worden. Das war eigentlich ein Einbaumotor. Man konnte den Motor in verschiedene Vorrollen halt einbauen. Verdampfungsvergaser, also Oberflächenvergaser. Laufen tut's nicht, das ist relativ gefährlich, hat mir einer erzählt. Bei manchen Herren ist der Tank zwischen den Viers explodiert und die haben dann noch hohe Stimmen gehabt. Also es ist relativ gefährlich, ja. Nach der stimmungsvollen Fahrzeugpräsentation im Kurpark machten sich die Fahrer mit ihren Maschinen auf den Weg zum Kaiser-Jagdstandbild in Kaltenbach. Jenes Denkmal, das Franz Josef I. gewidmet ist und der Veranstaltung ihren Namen verleiht.
Franz-Josefs-Fahrt, eine schöne Ausfahrt, immer ein schönes Wetter, eine schöne Landschaft, gute Leute, klasse. Gerne wieder. Super Motorräder, tolle Veranstaltung, hoffentlich nächstes Jahr wieder. Heuer besonders hier beim Kaiserstammtisch. Ein Prosit auf den Kaiser und auf Bad Ischl. Das hat uns auch sehr gefreut. Und wir hoffen immer, dass der Hannes sich immer wieder da erweichen lässt, das nur mehr zu machen. Es ist nicht einfach als Veranstalter, sowas durchzubringen, und darum alle Achtung, dass sie wer das antut, und ich hoffe, dass das noch in der Richtung weitergeht. BMW schiebt man, weil die springen selten an. War sehr schön, hat uns gefreut, dass wir da waren, und wir werden sicher nächstes Jahr, sind wir sicher wieder dabei. Und ja, passt. Bis nächstes Jahr. Bitte euch. Was Französisch für mich bedeutet, eine Menge Arbeit, eine Menge Spaß und einen Haufen Stoff zum Nachdenken für das nächste Mal.